Hi, heute tauchen wir in ein Thema ein, das in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Slipless bedeutet, auf Unterwäsche zu verzichten oder ohne Unterwäsche rauszugehen. Und ja, es wird immer mehr zum Trend. Vor 2 Jahren ging das Thema auf TikTok unter dem Hashtag GoCommando viral. Es gab Gynäkologen, die über das Thema sprachen und ihre Vor- und Nachteile auflisteten. Auch ich habe 2017 über das Thema zum ersten Mal gesprochen. Die Meinungen waren damals aber sehr geteilt. Aber warum ist das so? Warum verzichten immer mehr Frauen auf Unterwäsche und warum wird darüber nicht so gerne gesprochen, obwohl es eine uralte Tradition ist, die weit zurückreicht? Denn auch damals haben Menschen in verschiedenen Kulturen aus Gründen der Bequemlichkeit, Hygiene oder aus Rebellion auf Unterwäsche verzichtet. Geschlossene Unterhosen für Frauen gab es erst ab 1880. Die modernere Formen der Unterwäsche entstanden sogar erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich habe viele Gründe gehört, warum Leute keine Unterwäsche tragen. Und glaubt mir, manche Storys sind wild, sehr fantasievoll. Aber seien wir doch realistisch. Es ist ein Gefühl der Freiheit. Ich denke, da werden mir viele jetzt zustimmen, wenn ich sage, das Erste, was wir Frauen machen, wenn wir nach Hause kommen, ist bequeme Kleidung anziehen. Oder wer schaut Netflix zugepackt oder eingeengt. Für die einen ist das vielleicht nur ein Lebensgefühl, andere mögen vielleicht die Gummibänder nicht. Vielleicht machen das die einen nur über die Sommermonate, andere wiederum das ganze Jahr. Ich weiß es nicht, aber ich finde, man fühlt sich einfach besser, man fühlt sich freier, es ist bequemer. Früher habe ich darauf geachtet, wie ich den Postboten samstags die Tür öffne. Auch wenn nichts zu tun war, ich war immer gekleidet oder ich wusste, dass das Paket kommt. Heute, T-Shirt drüber, Tür öffnen und hi, ja, was geht? Ich glaube, der Postbote kennt mich in allen Lebenslagen, ob er will oder nicht. Und ja, ich will nicht sagen, dass es toll ist, aber für 3 Sekunden mache ich mich nicht mehr fertig. Oder ich achte nicht darauf, dass ich die beste Jeans habe oder dass ich ja irgendwie zugepackt bin. Nein. Ja. Hauptsache, es ist nicht durchsichtig. Früher hätte ich das nicht gemacht, früher hätte ich mich das auch nicht getraut. Heute mache ich das, heute ist mir das auch egal. Wusstet ihr, dass mittlerweile über 30% der Menschen weltweit auf Unterhosen verzichten? Es ist ja nicht nur die Freiheit, die man hat, sondern das natürliche Körpergefühl ohne Enge. Man hat keine Abdrücke mehr, keine Slip-Abdrücke, keine Einflüsse von Schadstoffe in Slips, keine Gummibänder oder keine zu engen Gummibänder. Aber vielleicht fühlen sich auch manche Frauen etwas attraktiver, ne, oder begehrter, wenn sie wissen, dass sie nichts tragen. Ja, gibt es. Es gibt aber auch Nachteile. Angeblich ist die Infektionsgefahr höher, die Wärmefunktion fällt weg, die Kleidung kann scheuern. Man muss darauf achten, wie man sich hinsetzt oder was man trägt. Mediziner warnen sogar auch vor Keimen, also man soll angeblich anfälliger für Keime sein, aber auch für Blasenentzündungen. Ich denke, dass man einiges beachten sollte, bevor man den Sprung wagt ins Freie, meine ich natürlich, also zu Hause ist ja egal. Wähle das richtige Outfit, denn eine zu enge Kleidung kann scheuern oder sie wird scheuern und das kommt wiederum nicht gut. Es kann brennen, es kann Reizungen verursachen. Dann auch wiederum die Körperhygiene, die enorm wichtig ist, also gerade dann, wenn man unten ohne sein will und keine gute Körperhygiene hat. Lass das, also ehrlich, nee. Oder kauft ihr so eine Wäscheklammer. Kennt ihr das? Ja, Wäscheklammer, genau. Ich brauche eine Wäscheklammer. Nee, ehrlich, also wer möchte denn da so Stinky-Minky unten haben? Und vor allem sollte man bedenken, dass nicht jeder Ort und nicht jede Situation für eine unten ohne Regel geeignet ist. Ja, aber ich denke, wir tun es fast alle. Es ist gar nicht mehr so unnormal, auch wenn es nur zu Hause ist. Wir fühlen uns freier, es ist bequemer und wir fühlen uns einfach wohler. Vielleicht ist das auch wie eine Rebellion, vielleicht ist das auch einfach nur ein gutes Lebensgefühl. Früher hat man da noch weniger drüber gesprochen. Ich weiß, dass ich damals sehr vorsichtig über das Thema gesprochen habe. Es war so neu. Oh wow, ich probiere es aus und oh, ja, das macht ja noch keiner oder das war einfach so, noch nicht so richtig thematisiert. Ich hoffe, ich konnte das Thema etwas ausführlicher erklären. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken in den Kommentaren und das war's. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!